Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Werner Watches YouTube-Video. Heute zeige ich euch 5 Highlights aus dem Shop. Einige davon sind sogar für den nächsten Drop erst geplant, für März 2024. 3 von den Uhren, die ich euch zeige, sind aber auch noch oder schon, wie auch immer man es nimmt, verfügbar. Fangen wir direkt an. Ich habe hier so eine wunderschöne Rolle mit 5 Uhren vor mir liegen. Und ich finde ja dieses Format Uhrenrolle auch immer so toll, weil es die Uhren so ästhetisch und auch kompakt zeigt. Und ich muss sagen, ich finde, das ist eine tolle Auswahl und ich finde das immer so lustig. Ich könnte mir die genau so übrigens auch als irgendwie so eine sinnvolle Privatsammlung vorstellen. Also es ist wirklich, wirklich cool. Und ich arbeite mich einfach mal von links nach rechts durch. Zu meiner Linken eine Uhr, die ihr auch schon kennt, über die ich jetzt schon mehrfach geredet habe. Unter anderem auch in dem Piaget-Video, das ich vor kurzem gemacht habe. Ein ganz, ganz spannendes Video, was auch im Nachhinein noch zu ein paar Kontroversen geführt hat. Auch auf Instagram noch ein bisschen diskutiert wurde und ich finde es ganz, ganz spannend, dass ja, ihr alle so fleißig eure Meinungen teilt, teilweise meine unterstützt, teilweise nicht. Das ist aber auch absolut valide, weil ich finde, dass die Branche davon lebt, dass man unterschiedliche Meinungen vertritt. Und ja, so möchte ich auch diese Uhr jetzt vorstellen. Sie war Teil des letzten Drops Februar 2024. Und wir reden von einer wunderschönen Piaget mit einem schwarzen Onyx-Dial in einem wirklich sauberen, schönen Zustand. Ihr wisst, wie es ist ein Kampfbegriff. Ich würde sagen, die Uhr ist NOS mit Lagerspuren, das heißt New Old Stock. Der eine oder andere würde argumentieren, oh nein, sie ist Mint oder sie ist sogar getragen, wie auch immer. Ich glaube, dass vor allem ob des Zustands des Goldes, was ja wie ihr wisst ein sehr, sehr weiches Material ist, diese Uhr doch als NOS mit Lagerspuren bezeichnet werden kann. Wir haben dieses tiefschwarze Ziffernblatt, was noch in einem richtig schönen Zustand ist und was einen wirklich so einsaugt, wirklich, weil es so ein tiefes Schwarz ist. Wir haben keine Indizes, finde ich immer wunderschön und tatsächlich sogar, wie gesagt, ein Fullset und ein Hangtag, also wirklich eine Uhr, die wunderschön ist und wie ich finde, preislich noch echt fair. Ich meine, die Uhr kostet 4,6 auf Chrono. Ihr wisst, ich lasse immer gerne mit mir reden, vor allem wenn man sich außerhalb von Chrono24 einig wird. Und wenn man das jetzt mal mit den Marktpreisen von beispielsweise Master Cartier Tanks vergleicht, dann ist es doch eine Uhr, die ich wirklich den Leuten ans Herz legen kann. Eine sehr, sehr spannende Uhr, für die ich auch viele Anfragen bekommen habe. Noch hat keiner zugeschlagen, also dachte ich mir, ich promote sie in diesem Video nochmal extra. Als nächstes eine Uhr, die ich so noch nie im Shop hatte. Kommt ja gerade innerhalb der Santos-Kollektion relativ selten vor. Ich hatte diese Uhr auch schon 1 oder 2 Male, aber noch nie verfügbar, sondern immer irgendwie ein Kunde, der eine haben wollte und ich habe sie für ihn gesourced oder eine, die ich B2B und verkauft habe, zum Beispiel im Shop wirklich als Angebot hatte ich noch nie eine. Von welcher Cartier Santos reden wir? Wir reden von der 2823. So, die Findigen unter euch werden die Referenz kennen. Das ist die sogenannte Jumbo Galbé oder Galbé XL oder wie auch immer. Was ist an dieser Uhr spannend? Ich sag's euch. Die 2823 ist meiner Meinung nach die letzte jemals gebaute echte Santos oder echte Santos Galbé. Denn die 2823 ist eine Galbé und zwar eine Weiterentwicklung, wenn man so will, der 2319. Sie ist in erster Linie, das sagt schon Jumbo oder auch XL aus, sie ist in erster Linie größer. Sie hat, glaube ich, 33 zu 45 mm oder so, also es ist schon merklich, sie baut auch höher auf, aber es ist eben noch nicht in diesen unangenehmen Proportionen der Santos 100 XL. Wir haben ja ganz oft, also die Santos 100 XL wird ja wirklich von vielen und zwar mit Recht schlecht geredet, weil es wirklich unproportional groß, bulky ist und die 2823, die Galbé XL, schafft den Spagat zwischen der letzten echten Galbé, wir haben auch noch die klassische Lünette, die klassische Gehäuseform, das klassische Band, aber wir haben schon ein größeres Gehäuse. Und ich empfehle die 2823 tatsächlich immer genau den Sammlern, die sagen, hey, wir können, wir wollen, wir werden irgendwie mit der Größe der klassischen Galbé 2941 oder auch Carré nicht warm, wir wollen eine größere Uhr, aber wir wollen nicht dieses Klassische verlieren, was man von der Santos kennt. Und da empfehle ich immer die 2823. Und hier haben wir diese 2823 in
ich möchte jetzt nicht direkt in Folge wieder sagen, aber wieder in, wie ich es bezeichnen würde, NOS, LNOS, NOS mit Lagerspuren, wie auch immer, Zustand. Die Uhr ist literally untouched. Ich würde so weit gehen zu sagen, dass sie noch nie getragen wurde. Die hochglanzpolierte Lünette hat ein, zwei Microswirls, das kommt aber einfach durchs Anprobieren und wie auch immer. Ganz spannend, es ist auch ein Fullset, Deckel ist übrigens auch noch verklebt und die Uhr wurde 2010 erst verkauft. Wenn man sich überlegt, dass die Uhr, glaube ich, nur bis 2.4 oder sowas gebaut wurde, 2.5 vielleicht, heißt es, die muss halt auch ewig rumgelegen haben. Und die wurde bei einem Juwelier am Heathrow Airport in London verkauft. Das bedeutet gerade ich nenne sie immer Airport-Uhren, also diese Uhren, die bei Airport-Juwelieren liegen, die liegen halt auch wirklich teils ewig rum. Ich kenne einige verrückte Geschichten, Uhren, die da teilweise 20 Jahre lang rumlagen. Und in diesen 5 Jahren oder 6 Jahren, die da lag, wurde die natürlich mal anprobiert. Und natürlich hat die mal einen kleinen Swirl auf der Lünette bekommen. Aber halt immer vorsichtig, du hast vor allem im Band und in den satinierten Flächen keinerlei Spuren. Deckel ist noch verklebt, wir haben einen Fullset. Also es ist meiner Meinung nach, again, die Definition einer Uhr in NOS-Zustand mit de facto Lagerspuren. Als nächstes eines der, wenn nicht sogar das Highlight aus dem letzten Drop. Und ich muss ehrlich sagen, es wundert mich doch, dass die Uhr noch nicht verkauft ist. Als Händler hat man natürlich auch immer ein Interesse daran, seine Uhren zu verkaufen. Bei der bin ich ganz froh drum, weil ich die selbst sehr, sehr schön finde. Aber ich hätte gedacht, das geht schneller und deswegen habe ich die Uhr auch nochmal in dieses Video genommen. Einfach als Appell an die Zuschauer, sich diese Uhr vielleicht nochmal genauer anzuschauen. Von welcher Uhr reden wir? Wir reden von der Cartier Tank Normal. Ich habe, glaube ich, schon ausführlichst über das Modell itself geredet. Darüber, wie sie im letzten Jahr neu aufgelegt wurde, wie der Hype kam, wie der Hype jetzt auch langsam wieder ging. Wie aber die Grandiosität dieser Uhr nach wie vor besteht. Und ich wundere mich, dass diese 7, 8, oh Gott, jetzt komme ich auf die Referenz gerade nicht, verdammt, passiert den Besten, dass diese GM, also Grand Modell Paris Style Normal immer noch nicht verkauft ist, vor allem weil sie ja doch recht fair bepreist ist, wie ich finde, vor allem wenn man sich die Konkurrenz anguckt an der Stelle. Wir haben im letzten Video auch alles schon erwähnt, wir haben eine unfassbar saubere Uhr, wir haben ein tolles, cleanes Paris-Style, wir haben ein gutes, nicht unpoliertes, aber gutes Gehäuse und wir haben dieses wunderschöne Pigskin an der Uhr, was finde ich diesen industriellen Charakter und diesen 20er-Jahre-Vibe der Uhr schon auch echt nochmal unterstreicht. Overall tolle Uhr, Flat Crown, also eine Mark II, also auch eine frühe Variante, die noch eher diesen Vintage-Vibe versprüht. Tolle Uhr und warum die noch nicht verkauft ist, wundert mich. Online ist sie, glaube ich, bei 16,3, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also auf Chrono ist sie für 16,3 online. Ihr könnt euch vorstellen, auch da ist noch nicht wenig Verhandlungsspielraum, gerade gemäß dem Fall, dass man sich außerhalb von Chrono24 einigt. Entsprechend, wenn die Uhr was für euch ist, meldet euch gern bei mir. Ich würde mich riesig freuen, sie euch verkaufen zu dürfen. Als nächstes dann der absolute Preis-Leistungskiller aus dem letzten Drop. Als genau solchen hat sich ihn auch vermarktet, aber auch die Uhr ist noch verfügbar. Sagt auch ein bisschen was darüber aus, wo die Marke und das Modell gerade steht. Ich möchte aber, dass sie woanders hinkommt. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, die Uhr zu kaufen und entsprechend auch anzubieten. Wovon reden wir? Wir reden von einer Ebel Voyager. Wer das Video zum letzten Drop geguckt hat, kennt die Uhr. Wunderschöne Variante in Stahlgold, unpoliert. Wir haben auf den Schrauben schon so eine richtig schöne Verfärbung. Nicht so stark wie bei etwaigen Cartiers, also es ist noch nicht so ein Rotton, sondern eher bräunlich. Das wechselt aber mit der Zeit natürlich und wenn man sie nicht poliert, dann bleibt das auch so. Unpolierter Zustand, lustigerweise ist es bei der Uhr beim Gehäuse gar nicht so wichtig, weil das Gehäuse, anders als viele Cartiers, keine scharfen Kanten hat. Spannend ist es bei der Lünette, weil wenn die natürlich ein bisschen poliert wird, die ist ja Gold, wenn die ein bisschen poliert wird, dann verliert die schon ihre Textur, ihre scharfen Riffelungen an der Seite und das will man natürlich nicht. Das heißt, unpoliertes Exempel, Originalband, Original-Faltschließe von der Ebel Voyager Black Dial. Es ist eine Worldtime, es ist eine Automatik. Wie viele von euch wissen, Ebel hat sich damals nicht wenige Teile auch mit Cartier geteilt. Das heißt, von der Qualität, bin ich ganz ehrlich, ist die Uhr einer Cartier oder steht die Uhr in einer Cartier nichts nach. Und die Uhr kostet dann halt 1900 € im Shop. Und auch da, ich spreche sie jetzt schon fast zu oft an, könnt ihr euch vorstellen, außerhalb von Chrono, man kann immer mit ein bisschen verhandeln. Das ist wirklich keine teure Uhr. Es ist eine Luxusuhr, versteht mich nicht falsch. Und das ist auch quote und quote natürlich eine teure Uhr. 1500 € sind immer sehr, sehr viel Geld. Aber ich finde, gemessen an dem, was andere Uhren kosten, gemessen an dem, was eine
Rolex Datejust kostet, was eine Rolex GMT Master kostet, ist das schon echt eine sehr fair bepreiste Uhr. Das gilt übrigens auch für viele andere E-Bills. Und deswegen bin ich der Meinung, dass diese Uhr im Shop auch eine Berechtigung hat. Ich habe sie auch gerne getragen. Also ich finde den Charakter dieser Uhr doch spannend. Es ist nicht mein Ding, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ihr werdet mich jetzt nicht daily mit einer Ebel Voyager sehen, aber es ist eine total coole Uhr, die mir sehr, sehr viel Spaß macht und die ein absolut toller Grundstein für eine Sammlung sein kann. Es ist Neo-Vintage, es ist irgendwie schmuckig, es ist irgendwie abgefahren, es ist aber halt günstig, anders als, oder preis-leistungstechnisch günstig, anders als andere Uhren. Als letztes dann eine Uhr, die ihr noch nicht kennt, die noch nicht online ist, die für den nächsten Drop geplant ist. Der ist übrigens für den 16. März geplant, dass ihr es vielleicht schon mal im Kopf habt zumindest. Eine Uhr, an die ich auf eine ganz untypische Art und Weise gekommen bin. Ich sage ja immer, ich kaufe meine Uhren immer und überall und das war auch bei der Uhr der Fall. Es war total schön. Ich war vergangenes Wochenende in Holland bei meinem guten Freund Stan von Vintage Masters, toller Omega-Händler, auf jeden Fall übrigens wert, sich mal die Seite anzuschauen. Und er hatte ein tolles Event für Sammler und befreundete Händler und Kunden. Und da saß ich einem guten Freund und Geschäftspartner von Stan gegenüber und der trug eine wunderschöne Piaget-Protokoll. Und ich fragte ihn, ja, tolle Uhr, zeig mir die mal her und wie auch immer. Und ich war eigentlich der festen Überzeugung, dass die Uhr gar nicht zum Verkauf steht. Weil erstens ist es auch gar nicht mal so oft vorkommt, dass Leute, die aktuell eine Protokoll haben, diese dann auch verkaufen. Und zweitens, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass er die verkaufen wollen würde. Und dann war ich so, ja, hier, wenn du die Uhr mal ziehen lassen willst, denk gerne an mich. Und dann sagte er, ja, du, also die steht auch zum Verkauf. Und dann haben wir uns noch vor Ort, wir hatten auch beide schon das eine oder andere Bierchen getrunken, ehrlich gesagt, haben wir uns noch vor Ort auf den Preis geeinigt und ich habe die Uhr direkt umschneiden können. Habe ich mich, stimmt gar nicht, am nächsten Morgen, dann beim Brunch danach, aber dann relativ schnell umsteigen können. Ich habe mich riesig darüber gefreut, denn es ist keine normale Protokoll. Selbst die sind mittlerweile schon was relativ Besonderes geworden, muss man sagen, gerade in gutem Zustand. Aber wir haben was schon noch mal ein bisschen Spezielleres. Wir haben Weißgold. Die unter euch, die sich mit Piaget ein bisschen mehr beschäftigen, wissen, es ist nicht so ein krasses Verhältnis wie bei Cartier. Also bei Cartier, ich möchte da gar kein Verhältnis schätzen, aber würde ich sagen, kommt auf eine gelbgoldene, kommen auf eine weißgoldene wahrscheinlich irgendwie 50 gelbgoldene oder mehr sogar. Bei Piaget ist es nicht so stark, trotzdem ist Weißgold schon ein Stück seltener als Gelbgold, einfach weil es auch unbeliebter war. Und dann haben wir zu dem weißgoldenen Gehäuse auf dieser 5154 Protokoll ein schwarzes Blatt. Ähnlich wie bei der hier links, ein tiefschwarzes Blatt in sehr, sehr gutem Zustand. Es ist nicht perfekt, es hat leichte Patina angesetzt, aber diesen tiefschwarzen Farbton, den haben wir noch. Ich habe dann einen wirklich schönes Band dran gezogen und eine Weißgold-Dornschließe, die ich tatsächlich noch hier hatte, also eine echte Weißgold-Piaget-Dornschließe, ist da dran. Es ist übrigens auch die korrekte mit dem erhabenen Logo, nicht die mit dem sozusagen eingravierten, sondern mit dem erhabenen Logo. Zum einen ist es mehr Gold und zum anderen finde ich es übrigens auch einfach schöner und so macht die Uhr doch jetzt schon einiges her und ich bin sehr, sehr froh, dass ich da diese tolle Piaget für den nächsten Job finden konnte und sie euch jetzt aber in dem Video auch schon mal präsentieren kann. Ich meine, wenn sie euch gefällt, ich erwähne es immer mal wieder, könnt ihr die Uhren auch Pre-Drop kaufen. Das heißt, ihr könnt euch theoretisch jetzt direkt, wenn ihr das Video guckt, bei mir melden und sagen, hey Simon, die Uhr soll es sein. Ansonsten könnt ihr natürlich gerne auf den Drop warten und euch dann auch die Bilder anschauen, meine Beschreibungen durchlesen. Da gebe ich mir ja doch immer relativ viel Mühe. Und ja, vielleicht ist es dann spätestens soweit, dass ihr die Entscheidung fällt. Ansonsten werden aber einige weitere Uhren im nächsten Job dabei sein. Ich war ganz stolz darauf, heute Morgen mal durch meine Liste gegangen zu sein und gesehen zu haben, dass wir jetzt schon, und es sind noch einige Wochen zum Zeitpunkt des Drehs bis zum nächsten Drop, dass wir jetzt schon 17 Uhren für den nächsten Drop kuratieren konnten. Das bedeutet, ich rechne damit, dass wir wieder auf deutlich über 20 Vintage-Uhren für den nächsten Drop kommen. Und das ist schon was ganz Besonderes, vor allem dieses Jahr, wo ich mir ja selbst so ein bisschen die Mission gesetzt habe, dass ich einen Drop pro Monat machen will.
Ihr Lieben, mehr als 5 Uhren zeige ich euch heute nicht. Wir wollen das ja auch nicht zu einem zweiten Drop-Video machen, sondern es geht ja schon immer darum, bewusst von mir ausgepickte Highlights euch zu zeigen. Das heißt, es bleibt bei diesen 5 Uhren. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Vielleicht ist ja die richtige für euch dabei. Wie gesagt, meldet euch gerne bei mir, ruft mich an, schreibt mir eine WhatsApp, schreibt mir auf Instagram, schreibt mir eine Mail, schreibt auf YouTube, es ist egal. Meldet euch bei mir, wenn die richtige Uhr für euch dabei ist. Und dann bin ich mir sicher, dass wir uns einig werden. Innerhalb eines gewissen Rahmens natürlich. Und ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Liken und abonnieren nicht vergessen. Gerne auch kommentieren, wenn euch irgendeine Uhr besonders gefällt, wie sie euch gefallen. Da freue ich mich immer am meisten drüber. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao!